kann nicht glauben, dass ich wieder hier bin. Nach vielen Wochen bin ich wieder zurück am Tiny House. Als ich unterwegs war, habe ich das Haus nicht vermisst, weil ich weiß, wie zäh die Winter hier sind. Aber jetzt freue ich mich umso mehr auf den Frühling hier. Meine Jahresplanung ist gerade etwas unklar und ich bin zwischen verschiedenen Ideen hin und her gerissen. Ich will gerne weiterreisen, aber es tut mir auch gut, mal anzukommen. Es passiert gerade auch viel hinter den Kulissen und ich muss mir dringend über ein paar Dinge klar werden. Ich hoffe, ich kann die nächste Zeit etwas zur Ruhe kommen und mir überlegen, wie es weitergeht. Ich kann es selbst kaum glauben, weil ich ja wirklich eine absolute Grüntee-Verfechterin war, dass ich, seit ich in der Türkei war, vorwiegend Schwarztee trinke. Liegt aber auch daran, das habe ich auch erst letztens erfahren, dass bei übermäßigem Grünteekonsum, den ich auf jeden Fall hatte, kann es sein, dass man einen Eisenmangel entwickelt. Und den hatte ich tatsächlich. Und ich kann den auch nur mit Zucker trinken, also ohne Zucker geht es auch nicht. War jetzt nicht der sinnvollste Move, bis zur Mittagshitze zu warten und dann erst mit der Arbeit im Gewächshaus anzufangen. Zumindest haben wir jetzt mehr Fenster, das heißt, es ist ein bisschen mehr Durchzug hier drin und nicht ganz so heiß. Die wollte ich nämlich noch mal zeigen. Jascha hat die leider letzte Woche eingebaut, wo ich noch nicht da war. Ich hätte es eigentlich wirklich gern gezeigt. Und zwar hier oben haben wir ja schon so eins. Und zwar ist es ein Fenster mit einem automatischen Scharnier. Das Ganze funktioniert so, dass da in dem Gelenk des Fensters ein Wachs ist, das sich bei Hitze ausdehnt und dadurch eben dann das Fenster aufdrückt, wenn es warm ist. Und das ist halt super praktisch. Wir haben jetzt hier und hier noch so ein Fenster. Hier ist es besonders heiß, oder die Sonne trifft vielleicht hier drauf. Und dann schiebt sich das halt echt weit auf. Ich nehme jetzt hier meine kleinen Tomaten, die noch ein Zuhause suchen und pflanze die woanders hin. Hier haben die, glaube ich, eh keinen Platz. Letztes Jahr war unsere Tomatenernte leider nicht so der Hammer, weil wir gegen Ende sehr viel Braunfäule hatten und dann die Tomaten halt rausmachen mussten. Das lag an der mangelnden Belüftung des Gewächshauses. Es waren, glaube ich, generell zu viele Tomaten. Also waren so ein paar Faktoren. Jetzt haben wir ja eine gute Belüftung im Gewächshaus hoffentlich. Deswegen sind auch wieder Tomaten dort gepflanzt, aber auch weniger. Deswegen habe ich hier noch ein paar übrig. Ich werde ganz unten in den Kanister erst Steine füllen, damit die Tomaten nicht so nasse Füße bekommen und die Erde nicht so feucht wird, falls wir zu viel gießen. So spare ich mir auch ein bisschen Erde, dann kommt noch Mist drauf und ja, dann die Erde und dann die Tomaten. Ich habe einen Eistee gemacht, weil ich kam vorhin auf die Erkenntnis, dass Eistee ja auf Schwarztee basiert. Und genau, zum Süßen verwende ich etwas Holunderblütensirup, habe ich aus dem letzten Jahr noch. Oha, das war so einfach und ist so lecker. Nice. Ich habe gerade noch was gefunden, was ich letztes Jahr gebaut habe, und zwar eine Tonkrug-Bewässerung. Dabei habe ich 2 Tontöpfe aneinander geklebt, hier unten zugemacht das Loch, aber oben ist es offen. Und Ton ist wasserdurchlässig ganz leicht und so kann man sich selber eine Tröpfchenbewässerung bauen, indem man einfach über diese Öffnung hier gießt und das Wasser wird dann gleichmäßig über einen langen Zeitraum an die Erde abgegeben.
Und das hatte ich eigentlich fürs Gewächshaus geplant, aber wir werden im Gewächshaus wahrscheinlich eine Tröpfchenbewässerung einbauen. Deswegen kommt das jetzt hier rein, weil, warum? Ah ja, weil wenn wir dann mal nicht da sind, dann ist die Tröpfchenbewässerung im Gewächshaus, die reicht ja nicht bis hierher. Das war der Grund, ja. Das Ding ist jetzt nur schon so ein bisschen sehr groß. Ich werde es auch nicht komplett einbuddeln, weil so viel Wasser brauche ich nicht für die beiden. Ich versuche es vielleicht bis hier einzubuddeln, wenn ich überhaupt so tief komme jetzt. Also irgendwie sieht es falsch aus hier. Ich weiß auch nicht. Bei allem, was ich mache, gilt wie immer, das ist keinerlei Empfehlung. Ich mache auch nur irgendwas und hoffe, dass die Pflanzen irgendwie überleben. Mal gucken. Es macht auch Sinn, da oben drauf irgendwas zu legen, um das so ein bisschen vor der Verdunstung zu schützen, dem Wasser da drin. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, das ist alles nur, wie ich mir das hier zusammenreime. Ich vergesse immer, dass ich voll gern spazieren gehe. Das ist immer so voll der Aha-Moment. Wenn ich mal spazieren gehe, denke ich mir immer so, boah, voll toll spazieren gehen. Das sollte ich jeden Tag machen und dann mache ich es nie. Vor allem hier am Haus verlasse ich tatsächlich das Grundstück sehr selten. Außer ich muss halt irgendwo hin, dann mache ich das natürlich schon. Aber außerhalb des Grundstücks ist es auch so schön. Ich kenne ja vor allem jeden Baum. Und ich weiß, wie jeder Baum, der ist auch besonders schön, in jeder Jahreszeit aussieht irgendwie. Das ist auch so was Besonderes. Also das ist jetzt auch hier eigentlich mein Lieblingsweg, weil man kommt hier so aus dem Wald, der halt, sorry, mega verwunschen aussieht. Also es ist halt wunderschön. Müssen wir nicht drüber reden. Und dann kommt man hier aufs Feld. Wow! Wir machen gerade neue Nussbaumtropfen-Ohrringe, weil die ausverkauft sind. Und das Coole ist, dass ich diesmal die Schmuckkomponenten direkt mitgebracht habe aus Istanbul. Das war ja der letzte Stopp meiner Reise. Und seit über 4 Jahren beziehe ich einen Großteil meiner Schmuckkomponenten aus einer Werkstatt in Istanbul. Das war so ein skurriles Gefühl, auf einmal dort zu sein, wo diese Sachen hergestellt werden. Erstmal braucht man die Nachbildung des Schmuckstücks aus Wachs, denn die meisten Komponenten werden gegossen. Das heißt, man braucht eine Form dafür und die kann man eben gut mit dem Wachs herstellen. Besonders hat mich beeindruckt, dass wirklich jeder Stein einzeln eingesetzt wird und auch alles mit Hand nochmals geschliffen wird. Die Werkstatt ist mitten in Istanbul und der Werkstattmeister hat mir alles genau gezeigt und es war für mich wirklich unglaublich interessant. Irgendwie schätze ich jetzt jedes einzelne von diesen Tropfen noch mal viel mehr, weil ich einfach weiß, was für eine krasse Handarbeit da dahinter steckt. Der Besuch in Istanbul hat mich wirklich noch mal mehr motiviert für den Shop, weil es einfach toll ist, sich mal mit anderen Leuten auszutauschen, die sich auch für die Schmuckherstellung begeistern. Als ich mit meinem Shop angefangen habe, kannte ich ja niemanden, der in dieser Branche arbeitet und musste mich da Schritt für Schritt selbst ausprobieren. Ich habe endlich auch Karten gedruckt in dem Design der neuen Homepage, weil die habe ich ja neu gemacht, neu machen lassen.
Und jetzt haben die Karten nicht mehr zur Website gepasst, die Danke-Karten. Das ging natürlich gar nicht. Deswegen gibt es jetzt neue Danke-Karten, wenn jemand im Shop bestellt. Also wenn du auch so eine tolle Karte haben willst, dann bestell am besten im Shop. Der Link ist wie immer in der Infobox. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Hier ist ja auch noch so ein kleines Beet und da werde ich jetzt gleich mal ein bisschen durchschauen, ob da irgendwas raus kann. Da ist aber auch genug Platz von Pflanzen, die den Winter nicht überlebt haben. Und da kommen ein paar Gewürze rein, unter anderem Basilikum. Das war letztes Jahr eigentlich sehr cool, weil dann konnte man den hier einfach abpflücken, wenn man so gerade kocht. Und Kapuzinerkresse ist auch mega schön hier. Das wurde auch die letzten 2 Jahre, wurde das mega gut hier drin. Als letztes Basilikum. Ah ja, das war letztes Jahr schon irgendwie komisch, weil die Basilikumsamen sind in so einem Saatblatt. Finde ich aber eigentlich ganz praktisch, weil man überlegt ja sonst immer, wie viele Samen und so. Und so wächst das eigentlich in einem ganz schönen Busch direkt oder Bündel, ich weiß nicht. 0 Zentimeter. Ach stimmt, das sind Lichtkeimer. Das finde ich auch immer wieder interessant. Also die Kapuzinerkresse und ganz vorne habe ich selber gepflanzt. Die müssen wirklich so 1-2 Zentimeter in die Erde. Aber Basilikum ist ein Lichtkeimer. Das heißt, das fühlt sich so falsch an. Man legt es im Prinzip einfach dorthin. Das war's. Ich versuche das jetzt wirklich zu etablieren mit dem Spazierengehen. Einmal morgens, einmal abends. Sonst komme ich hier ja nie auf meine 10.000 Schritte. Und mal schauen, wie lange ich das mache. Also heute ist Tag 1. Es ist einfach schon 9 Uhr und es ist immer noch hell. So schön. Und der Mond ist schon da. Das war es erstmal von meinen ersten Tagen am Tiny House. Schau gerne beim Shop vorbei. Den Link findest du wie immer unten. Bis zum nächsten Mal.